Hi Franziska, hallo Laura. Hi. Wir haben heute 2 Interviews zu besprechen, die wir geführt haben. Mein Vorschlag wäre, ich erzähle über das erste Interview, was wir da uns mitgeschrieben haben, zu Dilem, und du kannst dann zu Jonas erzählen, was wir mit ihm besprochen haben. Ja, gern. Perfekt. Okay, also 2 Interviews. Das erste mit Dilem. Dilem ist 22, sportbegeistert, IT-Studentin aus Potsdam. Für uns ein super spannendes Interview, weil sie verschiedene Erste-Hilfe-Situationen erlebt hat. Sowohl, dass sie aktiv geholfen hat, als auch, dass sie Probleme hatte, wo man ihr helfen musste. 3 Geschichten davon waren besonders prägnant für uns, würde ich behaupten. Die eine war die Story, wo sie Erste Hilfe bei ihrer Mutter geleistet hat. Die zweite Story, wo sie einen Sportunfall erlebt hat und sehr viel aktiv mitgeholfen hat, dass es der Person besser ging. Und die dritte Story, wo sie selber einen Unfall hatte, wo sie auch das Bewusstsein verloren hat und wie ihr da quasi geholfen wurde. Okay. Perfekt. Dann fangen wir mit der ersten Story an. Also, die Erste-Hilfe-Situation war folgendes. Sie hilft ihrer Mutter und es beschreibt so ein bisschen, was sie gemacht hat für ihre Mutter, bis der Krankenwagen eingetroffen ist und wie dieser Abend so verlaufen ist. Sie war also bei ihren Eltern zu Besuch zu Hause. Es war abends, es war am Wochenende. Ihr Vater war nicht da, der war auf Geschäftsreisen. Sie war mit ihrer Mutter beim Abendessen. So war die Situation. Sie war gerade erst angekommen und sie merkt, dass es ihrer Mutter schlechter geht als gewöhnlich. Also irgendwie war was nicht in Ordnung. Sie hatte, glaube ich, da schon, ich weiß gar nicht, sie hatte irgendwie Kreislaufprobleme oder die Situation war jedenfalls so, dass sie merkt, es ist nicht ernst. Also sie sagte auch, es war keine Notfallsituation, aber irgendwas stimmte nicht. Das hat sie gemerkt. Sie hatte da auch sowas gesagt wie, Zitat, falls es dir nicht mehr besser geht später, ruf doch einfach den Krankenwagen. Also das hat die ihr schon gesagt. Das würde ich vielleicht schon mal aufnehmen, so als Startpunkt, falls es dir nicht besser geht. Sie hatte dann auch dieses Zitat da gesagt, ich habe ihr auch gesagt, dass sie im Notfall immer jemanden erreichen kann. Ich weiß gar nicht, ob das sich auf sie bezogen hat, dass sie eben da war den ganzen Abend oder die ganze Nacht da geblieben ist. Oder dass man jemanden anrufen konnte. Aber es zeigt sich da so ein bisschen schon, das, was sich durch diese ganze Story durchzieht. Sie versucht eigentlich ihre Mutter zu beruhigen. Vor allem. Das war ihre Art von Erster Hilfe, würde ich behaupten an der Stelle. Okay. Und jedenfalls, sie haben das Abendessen zusammen, sie geht ins Bett, ihre Mutter bleibt noch wach. Sie schläft ein, also Dilem schläft dann irgendwann ein in ihrem Bett, in ihrem Zimmer. Und wird dann geweckt von ihrer Mutter, die an ihr Bett gekommen ist und sie weckt. Und sie sieht natürlich in dem Moment sofort, dass etwas nicht stimmt. Zitat, das war für mich ein sehr großer Schockmoment. Also ihre Mutter hat dann wirklich aktiv Atemnot und hat scheinbar kommt nicht alleine damit zurecht. Also bittet da ihre Tochter um Hilfe. Und dann wacht sie auf, sie gehen zusammen in die Küche. Und dann schildert sie gewissermaßen, was macht sie jetzt, um ihrer Mutter zu helfen. Sie setzt sie hin auf den Stuhl. Sie hat offensichtlich weiterhin Atemnot, also es geht ihr nicht besser. Und dieses Zitat war auch so, es war für mich, jetzt aus Dilems Sicht, es war für mich sehr beunruhigend, sie so zu sehen. Okay. Und was sie dann gemacht hat, ist, ich habe Hilfe angerufen. Und meiner Mutter gesagt, das Problem wird innerhalb von wenigen Minuten gelöst. Also sie ist selber geschockt, beunruhigt, beruhigt aber ihre Mutter und sagt, das wird jetzt gelöst, du kannst dich beruhigen. Genau, ja, sie hat ihr auch gesagt, also sie hat versucht, das gar nicht so durchblicken zu lassen, dass sie beunruhigt ist. Also sie versucht eigentlich immer Ruhe auszustrahlen. Sie hat auch gesagt, sie hat versucht, sicher, ruhig zu reagieren, dass sie sich auch sicher fühlt. Sie hat also die ist in den Flur gerannt zum Telefon und hat den Notfall angerufen, die Notfallnummer, und dann auch von denen gehört, dass jemand auf dem Weg ist. Und tatsächlich hat sie es so gemacht, dass sie mit dem Telefon wirklich aus dem Flur zurück zur Küche gelaufen ist. Nicht nur, um nach ihrer Mutter zu schauen, sondern auch, um ihrer Mutter zu zeigen, ich telefoniere jetzt gerade schon mit dem Notfallanruf. Und sie hatte da gesagt, ich wollte ihr wirklich zeigen,
dass ich gerade ihr jetzt Hilfe hole. Also, dass die Mutter dabei ist, während sie anruft. Sie sieht es, Das genau. würde ich nochmal mit aufnehmen, das finde ich sehr Ja, spannend. dass sie es wirklich live miterlebt. Nicht nur, dass meine Tochter quasi ruhig bleibt und die Kontrolle über die Situation behält, sondern sie hat schon jemanden angerufen. Es war dann eigentlich für beide klar, es kommt ohnehin innerhalb der nächsten Minuten Hilfe. Die Frage ist jetzt einfach nur, wie lange müssen wir warten und wie können wir uns selber beruhigen. Mhm. Was sie dann gemacht hat, ist, sie nimmt ihr Handy und sie googelt. Sie sucht also nach Dingen, die man jetzt tun muss in solchen Situationen und findet dann zum Beispiel auch solche Tipps wie, dass sie sagt, man muss die Leute von schwerer Kleidung befreien und dass der Hals frei ist. Das macht sie alles bei ihrer Mutter. Und dann hat sie aber auch etwas gelesen, nämlich, dass man einen Vierfüßlerstand machen kann an der Stelle. Und da hat sie gesagt, das habe ich nicht verstanden und ich habe das auch gar nicht mit ihr, also mit ihrer Mutter besprochen. Also das hat sie einfach ignoriert für sich. Ah, okay, also dass sie... Das vielleicht auch noch mitnehmen, dass sie quasi ihr das wichtig war, dass sie auch so einen Status vor ihrer Mutter aufrechterhält als, ja, zumindest, dass sie weiß, was sie tut. Also nicht unbedingt als Expertin, aber ja. Ja, finde ich auch. Ja. Also es ist ganz wichtig, dieses Sicherheit geben, dass wenn sie selber sich unsicher ist, dann behält sie das lieber für sich. Richtig. In dem Moment. Also lieber eine Maßnahme auslassen, die für sie jetzt nicht sinnvoll erscheint, als dieses Gefühl von Unsicherheit jetzt aufkommen zu lassen. Wie war nochmal genau das Zitat? Das habe ich nicht verstanden, diesen Vierfüßlerstand. Und ich habe es gar nicht erst mit ihr besprochen. Okay. Ah ja, und sie hat dazu auch zu dem gleichen Punkt gesagt, ich habe ihr nicht gezeigt, dass ich nicht weiß, was einer der Punkte bedeutet. Ah, ja. Also dieser Vierfüßlerstand. Sie hat es nicht verstanden, sie wollte das auch gar nicht thematisieren. Weil, wie sie schon gesagt hatte, ich habe immer versucht, sicher, ruhig zu reagieren, sodass sie sich auch sicher fühlt. Das fasst, finde ich, nochmal ganz schön zusammen. Ich habe immer versucht, sicher und ruhig zu reagieren. Total, ja. So, und dann nach wenigen Minuten kommt der Krankenwagen. 3 Leute, die sehr souverän, sehr sicher auftreten. Das hat sie auch sehr beruhigt, hat sie auch gesagt. Das hat mich beruhigt. Und das war der Moment, wo sie sagt, ich habe das Ganze abgegeben, weil ich wusste, dass die es besser können. Und dann war eigentlich die Situation, obwohl sie natürlich für ihre Mutter weiterlief, aber für sie war sie aufgelöst. Sie hat alles getan, was sie tun konnte, nämlich diese Wartezeit überbrücken, ihrer Mutter das Gefühl geben, es wird sich um sie gekümmert. Und damit konnte sie das war für sie ihr Erste-Hilfe-Erlebnis an der Stelle. Okay, dann hat sie abgegeben am Ende sozusagen an, Ja. An Richtig. die Expertenhelfer, die dann gekommen sind. Okay, spannend. Die Situation geht insofern dann noch weiter, dass sie ihren Bruder weckt, dass sie natürlich dann mit ihrer Mutter in Kontakt bleibt. Aber das waren dann Formalitäten, da waren nicht mehr die spannenden Zitate dabei. Das war wirklich eher diese wenigen Minuten von dem Anruf bis zu dem Eintreffen, die interessant waren. Wo sie halt auch ganz alleine verantwortlich ist in Ja. der Situation, ja. Und was sie auch aktiv oder was sie für sich auch stark interpretiert hat, als das ist Erste Hilfe an der Stelle. Also Erste Hilfe ist nicht unbedingt, du musst eine Blutung stoppen oder du musst jetzt hier vor Ort jemanden zum Krankenhaus selber fahren, sondern was machst du genau in diesen Momenten? Okay, dann lass uns noch mal in die andere Story reinschauen, nämlich der Sportunfall. Das war auch ganz interessant. Also, die Situation war folgendes. Die hatten einen Basketball.